Zweites Heimspiel in Folge, hoffentlich ein bisschen erfolgreicher als das letzte. Da haben wir ja gegen Hoffenheim leider knapp 2-0 dann am Ende noch verloren. Hätte nicht sein müssen, aber muss halt die Tore machen, um so ein Spiel zu gewinnen. Heute wieder mit der besten Elf. Vorne wieder mit den Altbekannten Glatzel, Nusa und Forbes. Im Mittelfeld haben wir Busio wieder. In Verteidigung steht auch wieder Barco auf der linken Seite. Von daher hoffe ich, dass es heute ein bisschen besser klappt. Mainz auch wieder mit einer Dreierkette, aber von Anfang an spielen die mit einer Dreierkette. Hoffenheim hat ja mit einer Fünferkette begonnen und hat das dann in der Offensive zu einer Dreierkette gemacht. Von daher hoffe ich, dass wir ein bisschen besser heute aussehen. Und es geht auch schon mal besser los mit der ersten Chance durch Forbes. Weil wir müssen oben dran bleiben. Wir haben gesehen, Mainz ist hinter uns, Hoffenheim durch den Sieg, Frankfurt, die sitzen auch schon im Nacken. Also wenn wir wirklich Sechster werden wollen, müssen wir noch so 2-3 Spiele, glaube ich, gewinnen. Und warum nicht heute schon damit anfangen? Serda mit der nächsten Chance. Deswegen heute Chancen, die wir bekommen, nutzen. Weil dieses Pressing, das funktioniert echt gut gegen Hoffenheim. Wenn das hier gegen Mainz genauso gut klappt, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis wir das 1:0 machen. Und dann müssen so Dinge natürlich rein, Nusa. Gut gespielt. 1-2 Kontakte durchs Mittelfeld und dann der Abschluss, aber leider zu unplatziert. Aber das muss halt besser werden. Ganz klar, den führen wir mal schnell aus. Gut, weil ich die Hoffnung hatte, dass Glatze sich da irgendwie durchsetzt. Mainz kommt über Bufal, Bradley. Oh, der darf da nicht durch. Der darf da nie im Leben durchkommen. Dann nehme ich zur Not den Freischuss hier in Kauf, aber der muss schon vorher gestoppt werden. Flanke kommt rein. Oh, die ist ein bisschen weit. Aber haben wir gut verteidigt. Aber der Rebound kommt. Kempf ist da. Vorsicht. Mit dem Rücken zum Tor ist immer gefährlich. Im Strafraum vor allem. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Urbich zum zweiten. Also auch die Mainzer haben noch was vor. Die wittern jetzt natürlich auch noch ihre letzte Chance hier wahrscheinlich, sich irgendwie um Europa zu bemühen. Deswegen ist das für die heute ja auch natürlich ein wichtiges Spiel. Nächste Chance, Olaru, Barco über die Außen. Gegen Richter, Olaru, Nusa und jetzt schnell gespielt. Jawohl, aber abseits leider. Oder nein, kein Abseits. Das war ja traumhaft gespielt. Ich dachte, das wäre abseits. Aber Busio steht nie im Abseits. Und er macht das 1:0. Das sah nämlich so aus, als ob der sehr weit vorne steht. Deswegen hatte ich mich schon gewundert. Aber der Ball jetzt gleich, der war überragend. Zack. Ja, eine Bewegung nach innen, aber das... Gut, egal, war es halt kein Abseits. Und Busio dann mit dem Tor. Zentner da keine Chance. Aber die Bewegung von Busio, die war halt auch sehr geil und sehr wichtig. Direkt in die Mitte, so konnte Nusa ihn anspielen. Und genau das ist halt so ein Muster, das müssen wir halt auch öfter machen. Die Flügelspieler und auch die Mittelfeldspieler, wenn die dann im Strafraumnähe sind, einfach auch mal direkt anspielen, in die Tiefe. So, natürlich auch über die Flügel, da sind wir auch sehr variabel. Nusa, ja, Brady, der war nicht gut. Aber dafür haben wir eine Innenverteidigung, die steht. Mit Brabeck und Kempf. Also Brabeck, wie gesagt, für so eine Truppe, der hat eine 74er, 75er Stärke. Läuft. Also für einen Aufsteiger, wenn ihr Aufsteiger seid und ihr mal einen Innenverteidiger braucht, Brabeck ist auf jeden Fall eine Empfehlung, das Geld wert. Oder ihr wartet, bis er halt ablösefrei ist. Ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. So, nächste Chance für die Mainzer. Richter. Brabeck ist da, der zweite Innenverteidiger. So, und jetzt geht's wieder schnell. Über die Außen, über Forbes. Katschi, der kommt nicht ran. Forbes ist weg, jawohl. Kriegt er den Ball auf Glatzel. Da ist er. Glatzel mit dem Kopf. Und fast das zweite. Aber Zentner ist da. So, jetzt vielleicht mit Glatzel vorne. Oder mit Olaru. Da ist Olaru mit dem Aufsetzer. Also die Führung ist verdient. Nach einer halben Stunde. Natürlich das zweite Ding muss folgen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Innenverteidigung steht. Ja, aus dem Mittelfeld. Da kommt immer wieder das Pressing und über die Flügel die Geschwindigkeit. Forbes und Nusa, die sind da ihren Gegnern schon 1-2 Mal richtig gut weggelaufen. Nächste Chance. Schade, da war Nusa zu schnell vorne. Wir stellen wieder zu, dann wissen die Mainzer hoffentlich nicht wohin. Und somit vergeht die Zeit. Genau, so ist es. Und dann vorne ins Pressing rein. Glatzel
Und das klappt, auch wenn es da jetzt den Freischuss gibt, aber genau das ist ja auch ein Erfolg. Ne? Den Spielfluss zu unterbrechen, den Gegner vor Probleme stellen, weil das ist auch irgendwann zermürbend, ey. Wenn du immer wieder unterbrochen wirst. Musa, aber eigentlich dazwischen. Und Obich ist da. Und dann bauen wir von hinten wieder auf. Die Mainzer, die pressen und schon, zack, haben wir die Mittelfeldlinie überspielt. Und haben vorne Platz. Musa. Da kommt Busio, Olaru. Nein, Olaru sollte den Ball kriegen. Schon eigentlich eine Station früher. Barco, jetzt haben wir 3-4 Mann im Strafraum, aber die Flanke muss halt ankommen. Das ist halt auch das leidige Thema, Flanken. Das klappt halt auch nie, beziehungsweise sehr, sehr selten. Aber was klappt, ist das Pressing. Schade, wenn der Ball auf Glatzel ankommt, hat er freie Bahn. Aber genau so müssen wir spielen. Aber Mainz kommt, Achtung. Flanke kommt, oh, eigentlich zu weit, aber Buffal kommt doch noch ran. Mitte muss stehen, hier die Mitte zukriegen. In Verteidigung, ja, muss aufpassen, Brabeck. Kämpft, bisschen durcheinander. Aber wir haben es hingekriegt. So, nochmal. Vielleicht ein Angriff? Nein, schade. Also Mainz, die sind immer vorne gefährlich. Gerade mit ihren Dreiern da vorne. Die spielen in einem 3-4-2-1, glaube ich. Müsste das sein. Wir gucken mal. Also Spielinfo, klar, spricht für sich. Aber aufstellungstechnisch... Oh nein, die spielen 3-4-3. Okay. Auch sehr interessant. Hatte ich auch selten. Ein Gegner, der so spielt. 3. Und wenn er natürlich die beiden... Mittelfeldspieler, also Fornals und Richter, wenn die dann auch noch mit nach vorne gehen, dann haben die 5 Leute in der Offensive. Heißt also, hinten ein bisschen mehr Trouble, aber vorne dann die Chance, wenn wir schnell umschalten, Chancen rauszuspielen. Und die nächste Chance, oh, Barco, wenn er den unten durchkriegt, schade. Aber er kriegt ihn, weil Hanke Olsen über ihn rüberfällt. So, Glatzel muss in die Mitte, muss sich fallen lassen, dann machen wir es alleine. Alleine durch Forbes. Rebound, Achtung, und Zentner ist rechtzeitig da. Wenn er sich da fallen lässt, aber das sind halt auch die Laufwege der KI, die sind furchtbar. Die sind furchtbar, katastrophal, die sind schlecht, wirklich. Die denken manchmal wirklich nicht mit. So, aber dafür haben wir Bradley, auch der ablösefrei, der macht das auch richtig gut. Nächste Chance, Glatze wird vorne aufgehalten. Kommt leider nicht ran. Oh, jetzt liegt Glatzel. Der wird doch nicht ernsthaft verletzt sein. Oh nein, ich befürchte Schlimmes. Aber es geht weiter. Geht weiter. Er winkt schon wieder vorne. Der hat ja irgendwas mit der Hand gemacht. Egal. Die Hand kannst du immer noch bandagieren. Hauptsache den Füßen geht's gut. Oh, die Mainzer kommen. Da Linker mit der Chance. Kempf kommt nicht ran, aber Obig ist da und rettet uns den Vorsprung. Ja, Partie wird ein bisschen offener, aber wir haben den Platz. Wenn wir die Linie überspielt bekommen. Und Forbes jetzt mit Geschwindigkeit. Glatzel vorne. Ja, habe ich wieder verpasst. Schade. Der war nämlich nicht im Abseits. Aber Serda, komm, der kann auch schießen von Weitem. Abgeblockt. Und Olaru, der kann das auch. Olaru! Ja. Den habe ich schon drin gesehen. Auch ein richtig, richtig guter Abschluss. Schade, der dreht sich ein bisschen nach außen. Aber der fällt ganz gefährlich hinten wieder runter. Und aus dem Winkel hier sah es so aus, als ob er reingeht. Schade. Nächste Chance, Forbes. Das machen wir richtig stark. Wir müssen die immer wieder beschäftigt kriegen. Schade, Dominik Tor. Nicht der schnellste. Deswegen habe ich gehofft, dass Forbes da irgendwie vorbeisprintet. Hat er leider nicht gemacht. So, Buffal wird da auch zugestellt, aber die finden halt immer wieder eine Lücke. Jetzt war nicht gut aufgestellt, aber Bradley behält die Übersicht und leitet den nächsten Konter ein. Über Nusa, Olaru, vorne läuft Bradley, glaube ich, durch, aber wir nehmen Forbes mit. Und der macht das jetzt ganz alleine. Komm, oder Bradley in der Mitte. Bradley ist da! Verrückt, wer hier heute die Tore macht. Bradley, ich glaube, der hat noch gar nicht getroffen. Aber im Stile eines Spitzenstürmers, ey. Mit links direkt gegen die Laufrichtung. Viel besser geht's gar nicht. Hier Forbes. Und dann lässt sich Bradley mal fallen. Also läuft nicht blind durch ins Abseits, sondern steht dann genau richtig. Hier bremst er ab. Und macht ihn dann mit links gegen die Laufrichtung von Zentner.
keine Chance. Also heute mal die sonst nie treffen. Busio und Bradley. Doppel B. Nach zweimal richtig guten Zuspielen. Es ist tatsächlich das erste Tor im 29. Spiel von Conor Bradley. Den wir halt, glaube ich, auch nur geliehen haben von Liverpool, bin ich der Meinung. Wahnsinn. Jetzt vorne Glatzel. Ja, schade. Er war komplett frei. Und das war halt wichtig. Das 2-0. Wenn du das dann erstmal nachlegst in so einer Phase. Und es ist auch verdient. Finde ich, wir machen mehr als Mainz. Wir sind vorne auch endlich mal effektiv. Das, was wir gegen Hoffenheim leider nicht gemacht haben. Aber aufgepasst, Mainz ist noch lange nicht geschlagen. So wie wir aber hinten stehen, wird das sehr, sehr schwer für Mainz. So, jetzt wir wieder mit Glatzel, hält vorne den Ball. Auch mit seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob ich den doch mal auswechseln soll. Ob ihn das nicht irgendwie doch beeinträchtigt in seiner Leistung. Aber hinten die Verteidigung steht. Brabeck ist Wahnsinn. Da kommt kein Ball durch. Und wenn, dann ist Urbich zu Stelle. Achtung, Urbich! Diesmal aber nicht. Weil wir den Ball diesmal nicht geklärt bekommen haben durch Brabeck. Da waren 2, 3 Mann, die ihn zugepresst haben. Und dann machen wir uns das Leben wieder selber schwer. Hier, da haben wir den Ball nicht wegbekommen. Und dann ist es Buffal. Und dann ist auch irgendwann Jonas Urbich geschlagen. Jetzt wird es doch nochmal ein bisschen heikel. Letzte Viertelstunde. Aber wir schaffen das. Wir spielen jetzt weiterhin ganz in Ruhe. Und dann natürlich schicken wir unsere Flügelspieler. Oh, Forbes gegen Chor. Komm, Forbes muss doch schneller sein, echt. Hatte Dominik Chor gar nicht so schnell in Erinnerung. Und wieder vorne ins Pressing reingehen. Bei Glatzel müssen wir mal gucken, ob wir den nicht doch noch rausnehmen, ob wir nochmal ein bisschen frische Kräfte reinbringen. Vielleicht lassen wir, vielleicht Ragnar Ache. Jetzt kommt aber erstmal Mainz über vorne als. Brabeck vorne. Achtung, nächste Chance. Und wieder ist Urbich da. Also nochmal 4, 5 Minuten, wo wir jetzt hier mal uns reinpressen. Nein, wie sagt man, reinkämpfen müssen in die Zweikämpfe. Wir bringen mal Lassen vorne rein. Und dann Njima nochmal frische Kräfte für den Flügel und Hato nochmal für Barco. Der kann ja auch Linksverteidiger spielen. Aber aufgepasst. Vorne sich schon mal positionieren. Vielleicht für den Gegenkonter. Jetzt müssen wir uns vorne positionieren für den Anstoß. Der Ausgleich. Schönes Tor. Aber das darf nie passieren. Das Richter war es, glaube ich, ne? Dass Richter den so bekommt und dann mit dem Fuß aus dem Winkel reinmacht. Da stehen wieder 2, 3 Mann vorne. Wie kriegt er den da rein? Ja, schade. Also den Spielverlauf so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Richter mit dem Ausgleich. Wir hatten eigentlich alles im Griff, ey. Und dann mal ein Abwehrfehler von Brabeck. Dann segelt Busio vorbei an der Flanke. Und schon steht's prompt 2-2. Und wenn es ganz blöd läuft, verlieren wir das Spiel jetzt ja auch sogar noch. Also ich will jetzt hier wenigstens ein Remis. Also es ist sowieso schon sehr bitter, dass wir das Spiel wahrscheinlich hier aus der Hand geben. Aber jetzt auch noch zu verlieren, das wäre der Vollbruch. Aber vielleicht gelingt uns ja auch ein Last-Minute-Sieg, wenn wir hier noch den Ball irgendwie gewinnen sollten. Vielleicht durch Lassme. Ja, jetzt will ich aber immerhin das Remis halten. Nochmal eine Flanke. Hato wird den geklärt bekommen. Schade, und den Konter kriegen wir nicht mehr. Ja, es sind am Ende 2 verlorene Punkte. Schade, den Sieg, den hätte ich gebraucht, den hätte ich auch gerne mitgenommen. Aufgrund der Situation, dass halt Frankfurt, Hoffenheim und so weiter, dass die hinter uns stehen und dass Leipzig halt vorne auch nicht so weit weg war. Naja, egal, wir können es nicht ändern. 2-2 gegen Mainz. Wir haben nicht mehr viele Spiele, aber wie gesagt, wir müssen nochmal irgendwo 1, 2 Spiele gewinnen, dass wir nochmal ein paar Punkte bekommen. Also es war im Prinzip genauso derselbe Spielverlauf wie gegen Hoffenheim, nur dass wir diesmal 2 Tore gemacht haben und gegen Hoffenheim halt nicht. Gegen Hoffenheim hättest du auch nicht unbedingt verlieren brauchen. Habt ihr auf dem Bild gerade gesehen, schaut euch mal die Kniehaltung an. Ich habe das gerade in der Wiederholung, als ich die Bilder fürs Thumbnail gemacht habe, gesehen, dass er sich das Knie verdreht hat und dass das eine Bein, dass sein linkes Bein in sein rechtes Bein reingegangen ist. Also auch wieder ein Hinweis dafür, dass dieser Ball dann auch nur reingehen konnte. So, wen haben wir hier?
Glatzel fällt für 4 Wochen aus, überdehntes Knie. Oh, dann ist es doch ein bisschen mehr. Dann war es nicht die Hand, aber der hat sich irgendwie die Hand gehalten. Ich habe gedacht, er hat irgendwas an der Hand, weil er sich die Hand so gerieben hat und gehalten hat. Damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Also, Robert Glatzel fällt aus für 4 Wochen, überdehntes Knie. Das ist dann quasi schon das Saison aus. Gefühlt. Also jetzt 4 Spiele. Ja, er ist dann im letzten Spiel vielleicht mit dabei. Das letzte Spiel, das wird er dann wahrscheinlich noch machen können. Wir haben weiterhin 4 Punkte Vorsprung. Gut, dass Frankfurt nicht gewonnen hat. Hoffenheim hat auch nicht gewonnen. Ja, und mit einem Sieg gegen Mainz wären wir nur noch 1 Punkt hinter Leipzig gewesen. Das ist natürlich doppelt und dreifach bitter, dass wir das da nicht gewonnen haben. Aber wir nehmen einen neuen Anlauf. Wir haben jetzt Augsburg, dann haben wir Schalke. Wie sieht das oben aus? Ist Leverkusen immer noch oben? Beziehungsweise jetzt oben. Gladbach war ja, glaube ich, eine Zeit lang Erster. Und Bayern ist auch nur noch 3 Punkte dahinter. Also womöglich gewinnen die Bayern das. Die können uns jetzt aber helfen, weil... Oder ist das am nächsten Spieltag? Ne, das ist an diesem Spieltag. Die spielen jetzt nämlich gegen Leipzig. Wenn wir gewinnen, sind wir nur noch 1 Punkt. Beziehungsweise vielleicht sogar auch auf dem 5. Platz. Je nachdem, wie hoch die Bayern gewinnen, wie hoch wir hoffentlich gegen Augsburg gewinnen. Wir könnten also uns auf dem 5. Platz hochhieven. Wäre ganz geil. Oder? Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Keine Sorge, ich werde die richtige Entscheidung treffen. Ach so, ja gut. Für Glatzel müssen wir natürlich jetzt Ersatz finden. Mit seinem überdehnten Knie. Das macht dann Ragnar Ache. Dafür habe ich ihn ja geholt. Dafür hätte ich eigentlich auch Lassme reinbringen, aber ich bin von Ragnar Ache mehr überzeugt. Lassme, das ist dann so ein, ja, Einwechselspieler. Guzman, den kann ich eigentlich auch mal wieder reinwerfen, ne? Mal gucken. Also, Schlussspurt. Nicht mehr viel Spiele. Jetzt ohne Robert Glatzel, dafür aber mit Ragnar Ache gegen Augsburg. Dann hoffentlich mal wieder mit 3 Punkten. Wäre wichtig. Ihr habt gerade gesehen, warum. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.